Viele Anfragen haben mich bezüglich Forza Horizon 5 und den Support am PC erreicht. Was am Release-Tag funktioniert und was überhaupt nicht klappt, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Wir gucken uns den Support mit Fanatec und Thrustmaster Wheels sowie Motion-Unterstützung an. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Ich habe dieses Spiel selbst gekauft. Es gibt keine Vorgaben oder Verpflichtungen und ich erhalte für dieses Review kein Geld. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, das Testszenario. Ich teste für euch Forza Horizon 5 direkt am Release-Tag für den Standardkäufer. Das ist der 9. November 2021. Dieser Überblick bezieht sich auf die PC-Version, die bei mir via Steam zum Vollpreis von knapp 60 € erworben wurde. Mein PC-System ist mit den aktuellsten Treibern unter Windows 11 unterwegs. Im Moment ist eine Nvidia RTX 3070 Grafikkarte von EVGA, ein AMD Ryzen 3700X Prozessor und 32 GB 3200er RAM verbaut. Wir gucken uns an, wie es mit der Kompatibilität von Fanatec CSL DD, Podium DD1, Thrustmaster T248 und Motion via Simrig SR2 aussieht. Nächstes Kapitel, wie sieht's mit dem Support von Fanatec CSL DD und Podium DD1 aus? Wie auch beim Vorgänger habe ich die Fanatec Wheelbases im V2.5 Kompatibilitätsmodus betrieben. Bei der CSL klickt ihr den Einschaltbutton, bis die gelbe LED leuchtet, um diese in den CSW V2.5 Modus umzustellen. In Sachen Fanatec Podium guckt im Quick Guide des jeweiligen Lenkrads nach. Dort ist die Tastenkombination zum Umschalten der Betriebsmodi zu finden. Kurz und knapp gesagt funktioniert der Fanatec Support zum Release-Tag gut in Sachen Kompatibilität. Unterschiedliche Lenkräder funktionieren einwandfrei. Das habe ich getestet, diverse Lenkräder von mir gewählt und bin einige Meter damit gefahren. Der Display-Support am PC samt LEDs ist ebenso gegeben. Zusätzlich kann der Shifter direkt an der Wheelbase angesteckt und on the fly verwendet werden. Somit kann man im Spiel die Schaltpedals oder den Shifter parallel on the fly abwechselnd betreiben. Das Force-Feedback ähnelt dem Vorgänger und macht für einen Arcade Racer einen guten Job. Die Effekte werden actionlastig ans Lenkrad transportiert und lassen ein Unterscheiden der jeweiligen Fahrzeugklassen zu. Simulationsansprüche dürft und sollt ihr an das Force-Feedback-Verhalten von Forza Horizon 5 aber nicht stellen. Die Zielgruppe ist der Arcade Racer und für diesen Anwender ist die Fahrphysik und das Force-Feedback passend gewählt. Ein großes Aber gibt's bei meinen Tests mit Fanatec Wheelbases. Ich muss wiederholende Spielecrashs meistens nach etwa 10 Minuten Fahrzeit hinnehmen. In diesem Fall friert dann das Spiel ein und nichts geht mehr. Lediglich ein kompletter Neustart des Spiels löst dieses Problem bis eben zum nächsten Absturz in etwa 5 bis 10 Minuten. Nächstes Kapitel, Kompatibilität mit dem Thrustmaster T248. Auf den Punkt gebracht, gibt's am Release-Tag keinen Support für das neue Thrustmaster Wheel. Die Fehlermeldung des getrennten Controllers verhindert den Gebrauch des T248 Lenkrads. Mit einem Enter-Druck auf der Tastatur kann die Fehlermeldung zwar weggeklickt werden, sobald aber wieder ein Button am Lenkrad betätigt wird, gibt's die erwähnte Fehlermeldung wieder und das Spiel beginnt von vorne. Nächstes Kapitel, der Simrig Motion Support. Mit meinem Simrig SR2 Motion System läuft das System zum Release-Tag einwandfrei. Das Simrig Team hat Forza Horizon 5 instant in die Motion-Profile eingepflegt und mit 3 Einstellungen im HUD-Menü läuft dieses out of box. Der Support ist einwandfrei. Die Motion kommt passend und ohne Lags am Rig an. Super gemacht, Simrig SR Motion Team. Nächstes Kapitel, die Optik und Performance. Hier gibt's an Forza Horizon 5 absolut nichts zu kritisieren. Perfekte Grafik, flüssiges Spielerlebnis, alles wunderbar. Mit den automatisch vom System ermittelten höchsten Settings liegen auf meinem 21:9 Monitor rund um die 100 Bilder pro Sekunde an und die Grafikkarte wird dabei voll ausgelastet. Die Fernsicht ist dabei tadellos, keine aufploppenden Texturen in der Ferne, eine lebendige Welt und wunderschöne Vegetation sind ein absolutes optisches Highlight. Nächstes Kapitel, das Fazit. Dieses sieht zum Release-Tag in meinen Augen, in meinem Fall mit meiner Peripherie sehr ernüchternd aus. Für mich ist der Release von Forza Horizon 5 ein Totalversagen der Playground Game Studios, wenn ich an den Support der Lenkradperipherie am PC denke. Ich möchte keinem Forza Horizon Fan vor den Kopf stoßen. Bitte beachtet aber, dass ich immer zu ungeschönt und objektiv versuche, meine Meinung wiederzugeben.
Die wiederholten Spielabstürze unter Verwendung der Fanatec-Peripherie werden oftmals im Netz dokumentiert und genannt. Und genau das kann ich ebenso bestätigen. Selbiges gilt für den Totalausfall bei Nutzung des neuen T248 Wheels von Thrustmaster. Die gleichen Fehlermeldungen gibt's übrigens im Netz breitflächig von Logitech G923-Nutzern nachzulesen. Zusammengefasst sind für mich als PC-Nutzer unter Verwendung von meiner Lenkradperipherie die knapp 60 ausgegebenen Euro ein Griff ins Klo und ich kann bei einem Blockbuster dieser Dimension nur unglaubwürdig den Kopf schütteln. Ich habe mich sehr auf die willkommene Arcade-Abwechslung mit grandiosen offenen Rennwelten gefreut, die mir mit den Vorgängern über viele Stunden Spaß bereitet haben. Aber jetzt heißt sitzen, warten und wieder mal auf Patches hoffen und die Enttäuschung erstmal wegstecken. Vor dem Ausblick seid nun ihr am Zug. Wie geht's euch zum Release mit Forza Horizon 5? Ich würde mich ebenso über die Rückmeldung von Consoleros freuen, wie es mit dem Lenkrad-Support auf der Xbox aussieht. Auf alle Fälle bleibe ich für euch am Ball und hoffe, alsbald Entwarnung geben und tiefer ins Spielgeschehen eintauchen zu können. Bis dahin heißt's bei mir leider Forza Horizon 5 auf Standby. Und so kommen wir zu einem spannenden Ausblick. Ein Review soll sich um die Befestigung von Lenkrädern an der Wand drehen, da dies fast täglich in meinem Kanal angefragt wird. Ich habe einen eigenen Wandhalter für meine Fanatec Wheels konstruiert und stelle euch auch Metalllösungen von Drittanbietern vor. Weitere spannende Reviews sind bereits in Planung, wie das SAH Shifter Review und den Speedy Rugs Pitlane Teppich. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Like oder ein Abo da. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Ich freue mich bis zum nächsten Mal, euer Ron.